Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen Pfeifentabak vorstellen, und zwar diesmal einen Tabak aus dem Hause DTM Daan Tobacco in Lauenburg. Es handelt sich diesmal wieder um einen Tabak aus einer Pfeifentabak-Serie, und zwar diesmal aus der Serie der Hamburger Pfeifentabake. Konkret vorstellen möchte ich euch heute folgenden Tabak. Hier ist der Tabak nochmal. So kann man es gut sehen. Das ist der Fletenkicker von den Hamburger Pfeifentabaken. Diese werden schon seit vielen Jahren bei Daan-Pipe im Katalog angeboten, hergestellt von der Schwestergesellschaft DTM Daan Tobacco. Und es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Virginia und Black Cavendish mit einer Prise Perique aus Louisiana. Die Virginias, die hierfür benutzt worden sind, sind vor allem süßliche Virginias, nämlich aus Zaire und vor allem aus Mysore. Und die Mysore Virginias von DTM sind ja dafür bekannt, einen sehr hohen Zuckeranteil zu haben. Beschrieben wird das Ganze auch noch mit einer leichten Aromatisierung. Und von daher würde ich sagen, in gewohnter Weise gibt es jetzt erst einmal ein paar Eindrücke vom Tabak selbst und wir gehen dann direkt zum Tabakreview über. Hier ist sehr schön zu erkennen, wie das Tabaksbild aussieht. Der Tabak basiert nun einmal auf Virginia-Tabaken, vornehmlich aus Mysore und Zaire, die ja sehr hell sind. Aber man kann halt auch den deutlichen Anteil des Black Cavendish Tabaks entdecken, der hier offensichtlich für die Aromatisierung verantwortlich ist. Wie ihr sehen könnt, untergebracht ist der Tabak hier in so einer 50 Gramm Dose. Die ist hier oben mit so einer Art etwas dickerem Alufolie bedeckt, die man einfach mit so einem kleinen Slip abziehen kann. Und wenn wir jetzt einen Blick hier reinwerfen, auf diesem Deckel befindet sich diese typische Daan-Pipe Windrose. Die habe ich jetzt einfach nur direkt auf den Tabak gelegt. Ich werde sie jetzt mal herausholen. Hier ist der Tabak nochmal. Auch hier kann man ja schön sehen, es ist eine schöne durchwachsene Mischung aus hellen und mittelbraunen Tabaken. Und der Duft des Tabaks ist schlicht und ergreifend betörend. Er riecht sehr, sehr angenehm, hat eine deutlich fruchtige Komponente, ist jetzt aber meines Empfindens nach kein typischer Hocharomat, der mit irgendeiner Frucht aromatisiert ist, sondern vielmehr handelt es sich bei dieser Fruchtkomponente wieder um den Klassiker bei Virginias, nämlich dieses Aroma nach Trockenobst. Feigen, Pflaumen, getrockneten Äpfeln, Rosinen, irgendwas so in dieser Richtung. Sehr, sehr angenehm. Und ich glaube auch hier im Duft ist wieder so ein leichtes Honigaroma zu verspüren. Was man sonst bei Virginias oftmals vernimmt, dieses Aroma nach Vollkornbrot oder Pumpernickel, kann ich hier beispielsweise diesmal nicht wirklich herausriechen. Sondern es riecht wirklich süßlich, süffig und macht definitiv Lust aufs Meer. Und von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den weiteren Details, bevor wir zum eigentlichen Review übergehen. Für dieses Review habe ich mich dazu entschlossen, von Holmer Knudsen diesen Knubbel zu nehmen. Das ist ein klassisches Pot-Shape mit einer etwas weiteren Bohrung. Hier habe ich den Tabak einfach nur in meiner gewohnten Methode eingebracht, nicht allzu fest angestopft und habe auch auf jeden Fall ein bisschen Platz nach oben gelassen.
da dieser Tabak sich auf jeden Fall etwas aufbäumen wird, wie ihr jetzt auch gleich beim Entzünden sehen werdet. Hier ist nochmal die Pfeife, gestopft ist sie ja bereits. Das ist die Pott, ein Knubbel von Holmer Knutzen, der ebenfalls aus der Hamburger Gegend kommt und von daher prädestiniert für den Hamburger Pfeifentabak. Nicht allzu fest eingebracht, relativ locker gestopft. Füllvolumen ist ein mittleres Füllvolumen. Kommen wir jetzt zum Eingemachten. Hier ist sehr schön zu erkennen, wie sich der Tabak doch recht ordentlich aufbäumt. Es war daher wirklich sehr ratsam, nach oben hin ein wenig Platz zu lassen. Die Oberfläche ist nun schön geglättet. Kommen wir zum gleichmäßigen Nachzünden. Dieser leicht bittere Geschmack, der sich beim Entzünden der Pfeife im Mund breit macht, verschwindet glücklicherweise kurz nachdem man die Pfeife entzündet hat und ist halt eben ein Tribut an die Virginias, die hierin verarbeitet worden sind und deren hohen Zuckeranteil. Denn statt zu karamellisieren, verbrennt der Zucker, wird einfach nur bitter. Aber wie gesagt, nach 1, 2 Sekunden ist dieses Aroma wieder verflogen. Direkt danach hat man dann wirklich einen reinen Virginia vom Geschmack her im Mund. Und auch diese leicht pfeffrigen Noten, die man spüren kann, die ich jetzt in dem Fall definitiv auf den Perique zurückführe, sind eben wirklich sehr, sehr schön herauszuschmecken. Da die Basis hierbei definitiv auf Virginia-Tabaken liegt, empfehle ich auf jeden Fall, den Tabak sehr behutsam zu rauchen und ihn auf keinen Fall zu heiß werden zu lassen, eben um dieses bittere Aroma auf jeden Fall vermeiden zu können. Zieht man langsam und bedächtig an der Pfeife. So verspürt man wirklich eine wirklich leichte Virginia-Süße. Es ist jetzt keine von diesen wirklich aus meiner Sicht süffigen Virginias, die vor allem mit einem relativ starken Feigen-, Vanille- oder Honig-Casing daherkommen. Es ist auf jeden Fall eine Aromatisierung zu verspüren. Doch fällt diese aus meiner Sicht verglichen mit anderen Virginia-Tabaken auf jeden Fall doch wesentlich dezenter aus. Ich bin auch der Meinung, dass sich die Aromatisierung des Tabaks lediglich auf den darin enthaltenen Black Cavendish beschränkt. Und ich meine auch so einen Hauch von Honig oder eher einer Honigwürze noch mit zu verspüren. So fast schon in Richtung Waldhonig gehend. Jetzt weniger diese extrem süßen Honige, sondern doch wirklich etwas würzigeren. Und es spielt auch eine ganz, ganz leicht fruchtige Komponente eine Rolle. Wobei ich jetzt hier nicht mit Gewissheit bestimmen kann, um welche Frucht es sich handeln soll. Vom Duft her, vom Tabak, wenn man dran riecht, hat man auch so eine leichte Fruchtkomponente, die einen auch wieder so ein bisschen an Trockenobst erinnert. Ich denke da an getrocknete Apfelscheiben oder an getrocknete Pflaumen, an Rosinen, an Feigen, irgendwas so in dieser Art. Man sollte sich beim Lesen der Tabakbeschreibung jetzt nicht den falschen Hoffnungen oder Illusionen hingeben. Dieser Tabak ist zwar für einen Virginia mit einer leichten Süße versehen, vor allem halt auch dadurch, dass ja auch Mysore Virginias verarbeitet worden sind.
Es ist aber eben, wie gesagt, kein Tabak mit einer richtigen süffigen Süße, wie man sie beispielsweise beim Crystal Mellow Navy Cut vorfindet oder beispielsweise beim Patriot Flake, die ja auch deutlich stärker aromatisiert sind. Sehr angenehm finde ich bei der Mischung hier diesen wirklich feinen Hauch vom Perique, der mit eingebracht worden ist, der wie gesagt ja diese leicht pfeffrige Note mit sich führt, aber auch so ein leichtes Prickeln auf der Zunge verursacht, so wie so ein, ja, wie ein bisschen Essig, das man hier einfach mit unter die Mischung gerührt hat. Das Ganze wirkt dadurch doch sehr frisch und im Zusammenspiel halt eben halt auch mit dieser ganz, ganz, ganz dezenten Aromatisierung ergibt das wirklich eine runde Sache. Beim Abgang durch die Nase kommt mir der Tabak zumindest doch sehr tabakecht herüber und ich kann beim Abgang durch die Nase beispielsweise nicht wirklich eine Aromatisierung feststellen. Ja. Aromatisierung kann ich also beim Ausblasen durch die Nase nicht feststellen, sondern da hat man wirklich den Tabak, wirklich den reinen Tabakaroma in der Nase. Und diese Tabaksüße und auch wirklich dezente Aromatisierung verspüre ich jetzt beispielsweise nur rein geschmacklich. Jetzt, nach immerhin gut 8 Minuten des Rauchens, wird der Tabak meiner Meinung nach noch weicher und hat nach meinem Empfinden jetzt auch so leicht heuige Noten, die man zu Beginn des Rauchens noch nicht so feststellen konnte. Zu Beginn, wie gesagt, erst hat man diese etwas bittere vom Anzünden des Tabaks, geht dann über in eine ganz dezente Virginia Süße mit diesem pfeffrigen Aroma. Und jetzt ist die Sache ausgewogen, rund und weich. Das Pfeffrige ist jetzt nach meinem Empfinden ein bisschen zurückgetreten und ja, hatte so eine gewisse Spritzigkeit. Also, diese Spritzigkeit oder auch vorher das Pfeffrige führe ich ja, wie gesagt, auf den Perique zurück. Und rein vom Geschmackserlebnis her würde ich sagen, habe ich jetzt wirklich eine runde Virginia-Perique-Mischung in der Pfeife zum Rauchen. Und von dieser doch nicht gerade geringen Portion des Black Cavendish, der vermutlich auch die Aromatisierung tragen wird, ist jetzt hier glücklicherweise nicht viel zu verspüren. Dafür kommt aber nach meinem Empfinden so ein bisschen ein Aroma nach, ja, getrockneten Äpfeln durch. Also wirklich, man kennt sie aus diesen Beuteln, diese getrockneten Apfelringe, die es da zu kaufen gibt. Geschmacklich erinnert mich dieser Geschmack vom Tabak, so vom Hintergrundgeschmack her, ein ganz klein wenig daran. Und auch bin ich immer noch der Meinung, hier so einen ganz leichten Hauch von Honig zu verspüren. Es ist also wirklich schwer zu beschreiben, was man jetzt konkret für die Aromatisierung genommen hat. Mein Empfinden, wie gesagt, zusammengefasst ist eine leichte Honignote, eine leichte, wirklich ganz, ganz leichte Note nach Trockenobst und dazu halt eben diese Süße von Virginia und diese leicht pfeffrige, spritzig-säuerliche Note des Perique, wobei diese nicht so stark zum Tragen kommt. Es hieß ja auch nur eine Prise Louisiana Perique. Man hat jetzt ja also wirklich keine große Dosis zu erwarten, sondern wirklich nur ganz, ganz dezent. Überhaupt, was die Aromatisierung angeht, ist hier alles ganz, ganz dezent gehalten. Es ist ein Naturbursche aus meiner Sicht. Er ist wirklich kein natürlich kein Tabakechter, kein naturreiner Tabak. Er ist ja aromatisiert, aber er geht nach meinem Empfinden doch
arg in die naturnahe Richtung, da die Aromatisierung hier meiner Meinung nach wirklich nur genommen wurde, um das Tabakaroma selbst, das tabakechte Aroma, ja, sagen wir, günstig zu unterstreichen. Kommen wir mal kurz zur Raumnote. Auch bei der Raumnote kann ich jetzt von der Aromatisierung nicht viel verspüren. Es riecht für mich eigentlich eher nach einem reinen Tabak. Und ist für mich ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass DTM es wirklich hervorragend versteht, Aromaten herzustellen, aber halt eben auch naturnahe Tabake mit einer ganz dezenten Aromatisierung auf den Markt zu bringen, die einen nicht wirklich erschlägt, sondern die sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern vielmehr den Tabak oder das tabakechte Aroma ganz dezent unterstreicht. Blick in den Pfeifenkopf zeigt ja, die Asche ist mittelgrau bis weiß, ganz, ganz fein. Der Tabak lässt sich auch sehr bequem herunterrauchen und ist aus meiner Sicht wirklich der ideale Tabak. Einerseits für die Puristen, andererseits aber auch für Aromatenliebhaber, die vielleicht doch mal so langsam, aber sicher sich an naturnahe oder sogar an naturbelassene Tabake heranwagen möchten. Nun würde mich natürlich interessieren, wer von euch vielleicht auch schon von den Hamburger Pfeifentabaken aus dem Hause DTM Tanto Paco den Flegenkika geraucht hat. Wie ist denn eure Meinung zu dem Tabak? Wie findet ihr ihn? Stimmt eure Meinung oder stimmen eure Eindrücke mit meinen überein? Oder seid ihr vielleicht sogar gänzlich anderer Meinung? Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt. Danke euch auch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder hier auf diesem Kanal. Ich werde jetzt noch genüsslich weiter rauchen. Happy Puffing, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao.